Wir alle kennen diesen Moment im Kino, wenn ein Blockbuster losgeht und unser Gehirn plötzlich in eine Art Autopilot schaltet. Nicht, weil die Szene, die man gerade sieht, emotional so brillant geschrieben ist und auch nicht, weil die Figuren eine unglaubliche psychologische Tiefe besitzen, sondern schlichtweg deshalb, weil unser innerer Nerd plötzlich laut aufschreit und wir schon fast dazu gezwungen werden zu sagen: Oh mein Gott, das kenne ich aus meiner Kindheit. In der Popkultur nennt man das auch gerne das Leo-Pointing-Syndrom. Ihr wisst schon, dieses Meme, in dem Leonardo DiCaprio mit dem Finger auf den Fernseher zeigt, weil er etwas wiedererkennt. Und wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, ist dieses Gefühl vielleicht auch gerade wegen Blockbustern wie Spider-Man No Way Home mittlerweile zu einem komplett eigenen Filmgenre mutiert. Es ist eben ein Kinoerlebnis, das weniger aus echter Dramaturgie besteht und stattdessen viel mehr wie ein permanentes, interaktives Wo-ist-Waldo-Minispiel abläuft und bei dem man sich mal gänzlich zurücklehnen kann. Filmkritiker, die sich oft mehr auf das Handwerkliche konzentrieren, haben dafür aber auch schon längst die passenden Vokabeln gefunden, nämlich Nostalgia-Bait oder IP-Parade und, seien wir mal ehrlich, Filme wie Space Jam: A New Legacy und Deadpool & Wolverine wirken deswegen vielleicht gar nicht mehr wie klassische Filme, die uns eine tolle Geschichte erzählen wollen, sondern eher wie ein begehbares Rechtearchiv des Studios. Die zentrale Botschaft lautet also auch: Wir winken mit Dingen, die ihr kennt, und ihr gebt uns dafür euer Geld. Eine extrem sichere, aber eben auch extrem zynische Form der Unterhaltung. Aber genau das funktioniert gerade in Filmen wie Super Mario auch so erschreckend gut, weil die reine Wiedererkennung ein extrem wirksamer Shortcut ist. Dein Gehirn schüttet also eventuell ganz automatisch Dopamin aus, nicht weil der Dialog stark ist, sondern weil du vielleicht den vertrauten Sound der Rainbow Road erkennst. Aber ist das dann überhaupt noch Kino? Oder ist das eventuell nur ein mathematisch perfektes, durchkalkuliertes Produkt? Genau diese Frage möchte ich mir in diesem Video mal genauer mit euch anschauen und nicht nur klären, ob der Super Mario Galaxy Film jetzt ein würdiger Nachfolger ist, sondern auch, warum Mario genau diesen brutalen Spagat zwischen Kunst und Fanservice machen musste, wie die kalten Geschäftsmodelle hinter den Kulissen womöglich wirklich ablaufen und warum dieser Film eventuell die Blaupause für die Zukunft von Nintendo ist. Bereit? Dann auf ins Pilzkönigreich. Wie schreibt man eigentlich ein tiefes, emotionales Drehbuch über jemanden, dessen einzige definierende Charaktereigenschaften lauten: Er springt gerne und er ist höllisch in Peach verknallt? Naja, die ehrliche Antwort lautet: vielleicht gar nicht. Machen wir uns nichts vor, in fast jedem Mario-Spiel der letzten 40 Jahre lautete die grundlegende Handlung, auch wenn da mal etwas mehr experimentiert wurde: Prinzessin ist weg, Mario läuft los, Bowser brüllt, Toad schreit, Ende. Das ist halt aber auch immer wieder okay und auch keine inszenatorische Faulheit der Entwickler, sondern das ist damit auch eine eiserne, unumstößliche Designphilosophie. Shigeru Miyamoto, der legendäre Erfinder von Mario, hat über Jahrzehnte hinweg nämlich immer wieder klargemacht, dass ihn vor allem Systeme und Gameplay-Mechaniken interessieren und nicht unbedingt große, epische Drehbücher. Schaut man sich zum Beispiel an, wie oft der Mann als Produzent oder auch als Designer tätig war, wird einem nicht nur wegen den ganzen Kindheitserinnerungen warm ums Herz, sondern auch, weil er oder vielmehr auch das Team um ihn herum diese Franchises eben immer wieder neu zum Leben erweckt haben. Bei der Entwicklung von Paper Mario Sticker Star setzte Miyamoto als Game Designer und Produzent beispielsweise 2 knallharte Regeln für sein Team. Nämlich erstens, das Spiel braucht absolut keine Story und zweitens, nutzt für dieses Spiel ausschließlich Figuren, die es im Mario-Universum schon gibt. Also erfindet nichts Neues, was ablenken könnte. Das ist dann aber auch das Paradoxon, vor dem Hollywood nicht zuletzt stand, als sie den ersten Film 2023 produziert hatten. Mario ist nämlich zwar eine der berühmtesten und ikonischsten Figuren der Welt, aber als klassischer Charakter für einen Film ist er vielleicht absichtlich simpler geschrieben. Also er hat nicht unbedingt ein tiefes Trauma, das ihn antreibt, er hat keine innere Zerrissenheit und er macht auch keine Heldenreise durch, an dessen Ende er ein besserer Klempner ist und mein Spülbecken noch besser repariert, das tropft nämlich immer noch. Er ist im Grunde nur ein Avatar oder auch ein fröhliches Werkzeug, das total in Peach verknallt ist und dir beibringt, wie man springt, gleitet und die Welt versteht, und dabei sieht er noch so nett aus. Nicht so wie in den Creepypastas. Diese Simplizität ist aber auch vielleicht das absolute Erfolgsrezept der Videospiele, aber für das Medium Film ist genau das oft ein Albtraum. Du kannst diesem leeren Avatar eben nicht plötzlich eine dramatische, existenzielle Hintergrundgeschichte aufkleben. Das fühlt sich dann sofort an wie ein Fremdkörper.
oder wie Emoji Movie oder wie der Solo-Film. Naja, ihr checkt den Vergleich, oder? Nintendo weiß das aber vielleicht besser als jeder andere, weil sie haben genau dieses Trauma schon einmal 1933 mit dem ersten Super Mario-Film durchlebt. Da gab man Hollywood nämlich die Rechte und Hollywood machte aus dem bunten Pilzkönigreich eine düstere Cyberpunk-Dystopie mit Bob Hoskins. Und der Film war vielleicht ein solcher Schock für Nintendos Identität, dass sie ihre wichtigsten Marken danach mutmaßlich für fast 3 Jahrzehnte in einen Tresor sperrten. Deshalb gab es intern bei Nintendo später eventuell auch echte Konflikte wegen genau dieser Frage der Storytiefe. Beim Super Mario Spiel wollte der damalige Regisseur Yoshiaki Koizumi mutmaßlich nämlich unbedingt tiefe, emotionale Geschichten erzählen und schmuggelte die melancholische Hintergrundgeschichte von Rosalina heimlich ins Spiel, obwohl Miyamoto dagegen war. Die Reaktion von Miyamoto beim direkten Nachfolger Mario Galaxy 2 war dann, dass er die Story auf ein absolutes Minimum zusammenquetschte. Mario ist und bleibt primär also Mechanik und Rhythmus und kein Drama, weil mutmaßlich nichts die Marke verwässern soll. Und weil Nintendo das vielleicht genauso gut wie wir wusste, brauchten sie für den Schritt nach Hollywood eben ein Studio, das diese extreme Form der Reduktion versteht. Ein Studio, das keine verkopfte Kunst machen will, eben nur ein Studio, das lupenreine Produkte herstellt. Oder auch ein Studio, das erfolgreiche Filme für Kinder mit sehr viel Liebe gestaltet und dabei vielleicht einfach unverbesserlich ist. Aber warum gerade Illumination? Also warum hat Nintendo für dieses gigantische Comeback auf der Leinwand nicht einfach Pixar angerufen? Ganz einfach, Pixar steht nämlich oft für Prestige, für emotionale Risiken und für Kunsthandwerk. Und Pixar stellt auch sehr oft metaphysische Fragen wie, was wenn Gefühle eigene Gefühle hätten? Illumination ist da etwas einfacher, denn die fragen oft nur, was wenn gelbe Bohnen in Latzhosen lustige Geräusche machen? Und das ist nicht abwertend gemeint, sondern es ist eine brillante Geschäftsstrategie, weil das Filme sind, die eben primär Spaß machen sollen und genau diese Strategie suchte auch Nintendo. Und Fun Fact, als der Deal zwischen den beiden 2018 mit Shigeru Miyamoto und Chris Meledandri als treibende Kräfte das erste Mal offiziell angekündigt wurde, gab Miyamoto zu, dass er die Illumination-Chefs über Universal Parks and Resorts kennenlernte. Also exakt über die Abteilung, die parallel dazu Nintendos echte physische Freizeitparks entwickelte. Die Partnerschaft für diese Themenparks startete nämlich bereits im Jahr 2015. Super Nintendo World eröffnete nach jahrelanger Planung dann in Japan und kurz darauf auch in Hollywood. Wenn man diese Puzzleteile also zusammensetzt, ergibt alles plötzlich ein sehr klares Bild. Der Mario-Film ist nämlich eventuell kein Film im klassischen Sinne, der für sich alleine stehen möchte, sondern mutmaßlich einfach nur der nächste logische Parkbereich. Du trittst also sowieso durch die grüne Warp-Röhre, völlig egal ob im echten Freizeitpark oder im Kinosaal, und bekommst 90 Minuten lang die pure, reibungslose Mushroom Kingdom Experience, und dabei geht es nicht um Transformation, sondern einfach nur um Immersion. Aber auch Illuminations Geschäftsmodell ist eben vielleicht nicht nur auf künstlerisches Risiko ausgelegt, sondern natürlich auch auf maximale Rendite bei minimalem Widerstand. Ihre Franchises haben weltweit nun mal bis jetzt schon über 9 Milliarden Dollar eingespielt und sie arbeiten oft auch, wenn man sich das Budget der Filme mal anschaut, extrem schlank und unfassbar profitabel. Während Pixar-Filme gerne mal bis zu 200 Millionen Dollar kosten, weil alles in-house in den USA produziert wird, lagert Illumination die eigentliche Animation oft auch geschickt nach Frankreich aus, wo sie ihr Animationsstudio haben. Das Studio Illumination MacGuff in Paris baut also dann die Filme, während Universal das Geld gibt und den Vertrieb übernimmt. Da sieht man's wieder, Film ist eben nicht nur Kunst, sondern auch eine hochprofitable, unfassbar gut geölte Fließbandarbeit. Oder wie das Wall Street Journal die Strategie von Illumination einmal sehr treffend beschrieb, die Schönheit der Einfachheit. Denn gerade weil Nintendo nach dem Trauma von 1993 mutmaßlich absolute Markenkontrolle und eine totale weltweite Massenkompatibilität brauchte, hat Illumination ihnen exakt das geliefert. Nämlich mal ganz runtergerockt auf die Message, einen 90-minütigen, extrem teuren Werbespot für die eigene Marke, der am Ende meiner Meinung nach aber auch total unterhaltsam war und weltweit über 1,3 Millionen Dollar einnahm. Aber, und das ist der Punkt, wenn man einen Film wie ein makelloses, reibungsloses Produkt baut, braucht man auch eine Verteidigungsstrategie gegen Kritik. Man muss also irgendwie kaschieren, dass das emotionale Zentrum des Films eigentlich eher hohl ist.
Und das Werkzeug, mit dem dieser Werbespot verteidigt wird, ist das Nostalgieschild. Denn auch der neue Film nutzt Nostalgie und Fanservice unfassbar oft, macht dabei aber auch gleichzeitig für Leute, die die Spiele kennen oder das Franchise generell, auch sehr viel Spaß. Wenn du als Kritiker aber dann aus dem Kino kommst und anmerkst, die Handlung ist unfassbar flach und die Charaktere haben absolut keinen Tiefgang, dann rufen Fans zurück: Aber hast du gesehen, wie süß Yoshi war oder wie viele Gastauftritte und Anspielungen an die Super Mario Spiele es gab? Ja, Fanservice ist also hier das absolute Hauptgericht und damit quasi ein Triumph des Produkts über die Story oder auch über die Charakterentwicklung. Und dennoch kann man neben dem ganzen Fanservice und der unfassbar detaillierten und tollen Animation der Figuren nicht bestreiten, dass die Charaktere in der Fortsetzung, so auch wie im ersten Film, zumindest alle ihre Eigenschaften verwenden können. Gerade die Entwicklung, welche Bowser durchmacht, ist da vielleicht noch eine der interessantesten des Films und auf die wäre ich persönlich, falls es einen dritten Teil geben sollte, noch sehr gespannt. Hier dreht der Film nämlich nicht nur sein Grundprinzip Gut gegen Böse etwas auf den Kopf, sondern lässt Bowser für einen kurzen Moment auch wirklich sterben und ab jetzt, sollte das so bleiben, für immer Knochen-Bowser sein. Dazu kommt auch noch, dass wir mit Brian Tyler, der sowohl für die Musik des ersten als auch jetzt des zweiten Films zuständig war, meiner Meinung nach einen der besten Filmkomponisten für den Mainstream von heute bekommen haben. So wie dieser Mann bereits die Musik von Final Destination 5 oder auch dem 5. und 6. Scream zu verantworten hatte und diesen, auch wenn sie von vielen Kritikern vielleicht nicht sonderlich gemocht wurden, von der Musik her zumindest mal einen anderen Charme gegeben hat, kann er auch in dieser Fortsetzung beweisen, dass er ein richtiges Gefühl für die richtigen Einsätze von Klängen hat. Es geht also vielleicht vielmehr um die Frage, wie viel Spaß man hat und dass der Film ja hauptsächlich für Kinder sein soll, spielt da auch nochmal eine wichtige Rolle. Die verzeihen es nämlich eventuell auch eher, wenn Yoshi am Anfang des Films viel zu schnell eingeführt wird oder manche Wendungen des Films, wie diese die Figuren immer genau in den richtigen Momenten zu den richtigen Personen oder Orten führen, in meinen Augen nicht sonderlich clever oder natürlich hergeleitet werden. Das heißt nicht, dass Familienfilme automatisch schlecht geschrieben sind, aber oft funktioniert ein Film im Drehbuch über das sogenannte Wenn-Dann-Prinzip. Also wenn Bedingung, dann Reaktion. Dieser Film nutzt meiner Meinung nach aber oft einfach nur ein Und-Dann-Prinzip, indem er beispielsweise einen Affen den Koffer von Peach klauen lässt und sie dann zur nächsten Figur führt, die gerade wichtig für den nächsten Plotpunkt ist. Aber hier kommt der entscheidende Haken an dieser ganzen genialen Strategie. Mario darf das wahrscheinlich. Mario darf eine bunte, laute Achterbahn ohne tiefen Sinn sein, weil die Marke über Jahrzehnte hinweg genauso aufgebaut wurde. Der vielleicht mangelnde Tiefgang oder die mangelnde Emotionalität in bestimmten Momenten ist also vielleicht eher sein Feature und nicht sein Bug. Und wahrscheinlich sogar eher sein Sprungbrett. Nintendo finanziert nämlich auch gerade zu über 50% einen gigantischen Live-Action-Film zu The Legend of Zelda. Produziert von Miyamoto und Avi Arad, inszeniert von Wes Ball und hierbei vertrieben von Sony Pictures, der auf Mai 2027 verschoben wurde, um den Film, Zitat, so gut wie möglich zu machen. Denn genau hier wird Nintendos makellose Strategie vielleicht auch auf die absolute unverzeihliche Zerreißprobe gestellt, weil dieser harmlose Ansatz bei Zelda eben vielleicht nicht so gut funktioniert. Zelda definiert sich in meinen Augen nämlich nicht nur über simple Mechanik und fröhliche Sprungeinlagen, sondern auch viel über Mythos oder sogar Melancholie. Denkt man an Ocarina of Time und den Verlust der Kindheit oder an Majora's Mask und den unaufhaltsamen Untergang mit Trauer und Tod oder sogar an Breath of the Wild und das epische, manchmal einsame Gefühl einer sterbenden, wunderschönen Welt, dann braucht es hier eventuell mehr als nur ein Feuerwerk von Fanservice, bei dem jemand in einem grünen Kostüm ikonische Gegenstände in die Kamera hält, während im Hintergrund ein Remix des klassischen Themes läuft. Heißt auch, bei Zelda sollte es also nicht reichen, Checklisten abzuhaken, sondern eher echtes Gewicht und echte Konsequenzen auf die Leinwand zu bringen. Im Umkehrschluss also eine diepe Geschichte erzählen. Und obwohl man Mario als Testballon sehen könnte, ist dieser neue Film nicht nur wieder ein Fest der Nostalgie, sondern eventuell auch der nächste Beweis dafür, dass diese Strategie aufgeht. Das sieht man alleine an den aktuellen Einspielergebnissen und daran, dass sie mit Daisy in der Post-Credit-Scene oder Star Fox auch schon neue Figuren einführen, mit denen sie ihr Universum vielleicht irgendwann mal auf einen Stand wie bei Avengers bringen können.
Und in der Praxis sind Filme eben auch Produkt und kreative Arbeit zusammen. Aber jetzt bin ich wie immer auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr generell von Videospielverfilmungen und findet ihr die Super Mario-Verfilmung gelungen? Und was erhofft ihr euch von der kommenden Zelda-Verfilmung? Kann die in euren Augen was werden? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie man Videospiele noch adaptieren kann und wie man echtes, tiefes Charakterdrama aus einer Spielevorlage herausholt, dann schaut euch gerne meine Analyse zu Arcane an. Da erkläre ich nochmal genau, warum diese Serie womöglich so gut wie alles richtig macht, was Hollywood sonst so verlässlich falsch macht. Wir sehen uns im nächsten Video, viel Spaß beim Filmeschauen und haut rein!